Schönes, großes Rotauge. Ich sitze jetzt hier so im Dunkeln und mache mir natürlich meine Gedanken. Ich habe die Route gerade umgelegt. Der erste Schneefall, der auch liegen geblieben ist, heute Morgen bei 0 Grad bin ich losgefahren über die Berge. Die waren schon richtig schön weiß. Jetzt hier im Tal angekommen ist es wieder etwas grüner, aber man sieht auf den Bergen ist noch weiß. Ja, ich habe meine Sachen gepackt, ich will angeln. Rausgehen die Routen jetzt gleich. Vorher muss ich das Camp aufbauen und natürlich zeige ich euch, was dabei ist. Ich bin Robert, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Los geht's! Ich habe mal grob ausgepackt. Ich habe 2 Routen dabei. Einmal eine leichte Fiederroute, um Köderfisch zu fangen. Ich muss die Tiefkühltruhe noch voll machen, damit ich diesen Winter genug habe. Und natürlich eine schwerere Deadbait-Route. Kescher, Stuhl ist klar, ich will ja gemütlich sitzen. Und ansonsten habe ich erstmal einen Tarp dabei, das habe ich jetzt als Unterlage missbraucht. Ein Teleskopstab, hier drin sind Schnüre, Heringe und sowas. Dann habe ich eine Box zum Deadbait-Angeln dabei, eine Box zum Fiedern, meine Tasche. Da ist jetzt noch Kleinkram drin, was man so braucht. Messerchen und Abschlagholz und sowas. Fiederfutter, Maden, Mais. Wir haben ein paar Würmer da gehabt, die habe ich auch mitgebracht. Ein bisschen was zum Fiedern, Fiederfutter pimpen habe ich auch mit dabei, zeige ich euch gleich. Im Rucksack ist noch Essen und Trinken und Kamerazubehör wie die Drohne und so weiter. Und dann stehe ich hier gerade unverhofft und dann kommt noch ein Anglerkollege vorbei, der Frank. Der steht jetzt mit dabei und dann versuchen wir zusammen was zu überlisten. So, jetzt erstmal Fiederfutter anmischen. Ich habe dunkles Fiederfutter für Rotaugen dabei. Erstmal einen ganzen Schwung rein. Vanillezucker. Ich war vorgestern schon mit einem Kumpel hier. Der hat den Vanillezucker mit da reingetan. Der hat eindeutig besser gefangen. Da habe ich gedacht, das mache ich auch mal. Der Müll wird selbstverständlich eingepackt und wieder mit nach Hause genommen, wie sich das gehört. Fürs erste Anrühren ziehe ich immer gerne einen Handschuh an, weil es dann doch schon mal was pumpiger werden kann. Ich kämpfe ja mit allen Mitteln, deswegen ein bisschen Anis mit rein, nicht zu viel. Und noch ein bisschen Wasser dazu. Dann darf das jetzt einen Augenblick ziehen. Und ich mache die Rutenständer in den Boden. Und dann können wir das erste Mal auswerfen. So, mal sehen, ob was geht. Da es jetzt heute Nachmittag noch schneien soll, baue ich mir jetzt mal eine kleine Behausung auf. So, die Behausung ist nicht die schönste, aber sie ist zweckdienlich. Immerhin. Ich kann jetzt hier drunter noch einen Rucksack und alles packen. Platz genug ist. Und hier setze ich mich fein hin, wenn es nachher schneit oder regnet. Und ich sehe trotzdem alles. Ja, ganz nette Behausung. Ist jetzt alles fertig. Mit könnten ruhig mal 1, 2, 3, 4, 5, 17 Fische beißen. Fände ich jetzt gar nicht so schlecht. Wie beim letzten Mal, wenn nichts beißt, beiß ich. Holt euch auch was. Guten Appetit. Ja, beim letzten Mal vorgestern war es auch so, dass die ab Mittag erst gebissen haben. Ne? Was haben wir jetzt? Ja, ist ja noch recht früh. Jetzt das schneit und brauche als Köderfisch notfalls, wenn ich hier je
Nee, ich esse den Fisch. Ja, sag, ich weiß ja, dass die von hier trotzdem besser sind wie die aus dem Rhein. Ne? Ja. Also wir haben jetzt Mittag, der Frank hat sich gerade verabschiedet. Ich bin jetzt also wieder alleine hier auf dem Platz. Dann kann ich mich aber auch besser auf die Route konzentrieren, denn die eine oder andere Unterhaltung hat mich dann doch abgelenkt. Vielleicht fange ich dann doch noch was. Kann mir mal einer verraten, warum die Fische nicht beißen? Vielleicht hat sich ja mal einer mit denen unterhalten und sagt, ja, die waren zum Mittagsbuffet bei den Verwandten eingeladen und sind deswegen jetzt nicht mehr so in Beißlaune. Ich habe jetzt mittlerweile mal so ein bisschen rumprobiert, und zwar Vorfächer, verschiedene Längen, 45, 75. Jetzt schwenke ich gleich nochmal um auf ein 20 cm Vorfach. Ich habe hier vorne so ungefähr meinen Standardplatz, wo ich die ganze Zeit hingeworfen habe. Habe mal ein bisschen weiter links ausprobiert, ein bisschen weiter rechts, aber auch mal komplett auf die andere Seite hier 2, 3 Stellen ausgefischt, geradeaus mal. Immer mal so ein bisschen getestet, damit ich vielleicht auch die Fische einfach erwische. Irgendwo hier in der Gegend werden ja welche sein. Ich war vorgestern mit einem Kumpel hier. Er hat auf der linken Seite sehr gut gefangen. Ich habe auf der rechten Seite gefischt. Habe auf der rechten Seite gar nichts gehabt. Bin dann später so ein bisschen nachgerückt und konnte dann da immerhin abends auch noch eben einen Fisch fangen. Ein Rotauge. Der Kollege hat 7 Stück, glaube ich, gehabt. Das war ja schon mal was. Jo, warum die jetzt heute nicht hier sind, wer weiß es. Es gibt hier zwischendurch mal heiße, warme Linsensuppe, Erbsensuppe. Jawohl, ja. Der erste Fisch des Tages. Immerhin mal. Endlich. Ja. 24, 25 locker. Ein schönes großes Rotauge. Guckt euch das Süße an. Ist doch was. Nicht schlecht, oder? Iha, ein Fisch. Immerhin. Wow. Mensch, was ein Kampf. Immerhin mal ein Fisch. Jo, hat sich wenigstens mal einer erbarmt heute. Nachdem ich den ganzen Tag hier am Rumdoktern bin. Jetzt werden wir es 4 Uhr oder sowas haben. Gleich dämmert's. Jetzt wollen sie nochmal. Also Angriff. Also wenn den ganzen Tag so nichts läuft, dann ist das immer ultra frustrierend, muss ich sagen. Und dann geht halt irgendwann auch die Laune so ein bisschen in den Keller. Wenn ich dann aber einen Fisch fange, dann bin ich wieder voll dabei. Ne? Dann könnte ich auch 3 Tage draußen bleiben. Hauptsache, die Finger riechen nach Fisch. Wie ist das denn bei euch mit der Motivation? Schwingt die dann auch wieder auf, wenn ihr so nur einen so einen Fisch fangt? Wenn ihr einen Tisch fangt, genau. Ja, schreibt das mal in die Kommentare. Würde mich wirklich interessieren. Ich bin dann wieder voll hyped, auch wenn ich stundenlang nichts gefangen habe. Jetzt, wenn ich die nächsten 2, 3 Stunden nichts fange, dann geht es natürlich auch wieder runter. Aber für den Moment jetzt haben die Gefühle Achterbahn. Nicht Schweigepflicht, sondern Achterbahn oder irgendwie so. Keine Ahnung. Würde mich auch freuen, wenn ihr den Kanal abonniert. Zumindest wegen dem einen Fisch. Den habe ich mir doch sehr erarbeitet. Vielleicht habe ich mir ja ein Abo von euch erarbeitet. Und wenn ihr dann noch das Glöckchen aktiviert, bin ich super happy. Schade, Biss verpasst. Ich wollte gerade die Deadbait-Route fertig machen. Da sehe ich es im Augenwinkel an der Route zubbeln. Das war so klar. Naja, jetzt ist hier wieder alles vertüttelt. Oh, ich liebe es. Naja, ich hau die Route wieder raus. Und wir sehen uns, wenn das beißt. So, ich habe den Kopf von dem Rotauge gehakt. Und hau den ganzen Spaß jetzt wieder raus.
ungefähr da, wo die anderen Rotaugen sind. Schnurbogen ein bisschen aufnehmen. Und dann haue ich das Ganze hier schön auf den Bissanzeiger. Die Bremse ist gut offen. Okay. Dann, einen Daumen. Drücken wir mal einen Daumen, dass da vielleicht noch ein Hecht oder, es geht jetzt in die Dämmerung, vielleicht sogar noch ein Zander einsteigt. Das wäre ja geil. Richtig geil. Boah, warum dreht sich dieses Vorfach so extrem krass auf? Ist das von der Strömung oder ist das, weil da Fische drum rumschwimmen und mit den Flossen schlagen? Weiß das jemand? Schreibt's gerne mal rein. Jetzt darf's beißen, ich bin bereit. Kann losgehen. Jetzt. Jetzt vielleicht? Nein, jetzt. Und dann da. Nein, jetzt da. Ach Mann. Die Fische sind genauso schlecht erzogen wie mein Hund. Ich habe mich schon mal ausgestattet mit Stirnlampe, denn es wird langsam dunkel. Auf der Kamera wirkt es noch ein bisschen heller, als es jetzt tatsächlich ist, weil ich mit der Kamera schon im Nachtmodus bin, denke ich mal. Ich werde aber jetzt hier meine Unterkunft langsam abbauen. Die Montagen lasse ich noch liegen. Die habe ich noch im Blick. Und die Fiedermontage hole ich dann gleich rein, sobald das so dunkel ist, dass ich da nichts mehr sehe. Weil ich ja dann auch nicht mehr sehe, wo ich hinwerfe. Die Deadbait-Route lasse ich noch liegen. Da habe ich ja nun elektronischen Bissanzeiger dran. Da kann ich noch was hören, auch wenn ich alles zusammengebaut habe. Mit Stuhl lasse ich stehen. Es sollte jetzt nicht mehr regnen oder schneien. Hat es übrigens auch den ganzen Tag nicht. Trotz Ansage. Ja, dann habe ich aber alles zusammengepackt und wenn ich dann nachher im Dunkeln irgendwann gehen möchte, brauche ich das im Dunkeln nicht machen. Der Haken von der Fiederroute ist ab, aber ich bin nirgendwo hängen geblieben. Und es ist recht sauber gecuttet hier. Oh. Vielleicht hing da ein Rotauge, was ich nicht gemerkt habe. Der große böse Räuber hat sich gedacht, das nehme ich. Meins. Abendbuffet. Wer weiß. Anschlagen oder nicht anschlagen? Ich habe die Route gerade umgelegt. Ich hau jetzt an. Nee. Freunde, ihr habt ja gar nichts gesehen. Das tut mir leid. Okay, sehr interessant. Hau mal wieder raus das Ding, ne? Mal kicken. Ich wollte mich nämlich gerade hier hinsetzen und mal erzählen, wie dunkel es denn schon ist. Ich mache mal Licht an. So sieht man mich, ne? Aber es ist ja schon ordentlich dunkel. Aber es ist sehr gemütlich. Ich finde, das hat immer eine ganz besondere Stimmung. Da piepst es schon wieder. Diesmal warte ich aber, bis das richtig rappelt. Wahrscheinlich sind es Schnurschwimmer. Naja, das bedeutet ja schon mal, dass Fischaktivität da ist. Ich setze mich wieder in meinen Stuhl, genieße die Dunkelheit, erzähle euch was von der Stimmung. Und zwar war ich dabei, genau, dass die Stimmung, abends wenn es dunkel ist, irgendwie immer was ganz Besonderes hat. Ne? Ich liebe das im Dunkeln, da hat man so seine Ruhe. Also noch mehr seine Ruhe, wie sowieso schon beim Angeln. Es hat was ganz Besonderes, finde ich. Ich muss einfach nochmal anhauen. Es geht in meinem Kopf rum. Da
dass dieser Fisch hier auch einfach aufnehmen und da stehen kann. Nee, ist aber nix. Einmal bringe ich den Köder noch aus und guck mal, ob noch was kommt. Also, ich sitze jetzt hier so im Dunkeln und mache mir natürlich meine Gedanken. Habe ich alles richtig gemacht oder nicht? Also beim Fiedern alleine schon. Ich habe eine Stelle gewählt, jetzt das Wasser wird kälter. Heute Morgen hat es gefroren hier draußen, es hat ja geschneit, ihr habt es ja gesehen. Ich habe eine Stelle gewählt, wo unter Wasser eine Struktur ist, ein langer, flacher Auslauf und links und rechts davon geht es recht tief runter. Die Seite, wo ich hingeworfen habe, da geht es bis auf 8 Meter runter und auf der anderen Seite geht es bis auf 15 Meter runter. Die 15 Meter Seite habe ich vorgestern befischt, wo ich mit Kollege Stefan unterwegs war. Und der Kollege hat hier auf der linken Seite, wo es die 8 Meter tief sind, hat er besser gefangen. Er ist gar nicht bis in die 8 Meter runter gegangen, sondern ich würde mal schätzen, das sind so 3 Meter oder sowas, 3-4 Meter. Ich finde es noch recht flach für diese Jahreszeit. Es hat mich gewundert, aber da hat er was gefangen. Und heute habe ich leider nur dieses eine Rotauge gehabt. Ich weiß nicht, ich habe ja auch noch ein bisschen rumprobiert und getan und gemacht. Ich kann aber nicht genau sagen, was ich hätte noch anders machen können. Ihr könnt ja gerne mal Feedback geben, was ihr denkt, woran es liegen kann. Das gleiche jetzt mit der Deadbait-Route. Also ich habe eine ganz normale Montage, würde ich sagen, eine einfache. Geflochtene Schnur, Fluorocarbon davor und davor nochmal Stahlvorfach, wo halt 2 Drillinge drauf sind, in der Größe 1, weil es ja jetzt auch nur der Kopf ist. Ja, und den habe ich jetzt wieder dahin geworfen, wo jetzt heute ja auch die Rotaugen unterwegs waren. Also eigentlich würde ich sagen, okay, und wo auch vorgestern die Rotaugen unterwegs waren. Der Räuber sollte sich doch dahin stellen, wo auch die Rotaugen sind, oder? Oder wo zumindest der Futterfisch ist. Ja, jetzt kam ja ein bisschen Alarm zwischendurch. Ich weiß nicht, ob es Schnurschwimmer waren oder wie auch immer. Das finde ich nur heraus, wenn ich Fisch werde. Ja, aber wie gesagt, es wäre ganz nett, wenn ihr mal Feedback gebt, was ich da mal ausprobieren soll beim Deadbaiten. Ja, dann schreibt gerne mal in die Kommentare, gebt mal Feedback, was ihr denkt, was ich anders machen kann. Oder was ich versuchen sollte, würde mich interessieren und dann würde ich das entsprechend dann mal ausprobieren. Leute, ich melde mich ein letztes Mal. Ich habe alles abgebaut. Der kleine blaue Wagen, der hässliche, arme, kleine, ist wieder bepackt. Sorry dafür, den gab es nicht in Oliv oder so. Naja, der Tag ist für mich vorbei. Aber zum Deadbaiten gehe ich definitiv nicht das letzte Mal. Denkt dran, mir in die Kommentare zu schreiben, was ihr so denkt von der ganzen Geschichte. Ich würde mich riesig über einen Daumen hoch freuen und natürlich, wenn ihr den Kanal abonniert. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin, ciao.